Hallo zusammen, ich bin's schon wieder, die Nicola. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Eine kleine Anmerkung zu dem nachfolgenden Video. Der Andreas zeigt dieses Fenster und bei ihm ist an dieser Stelle USA vorausgewählt. Sollte das bei euch, wie bei mir, nicht der Fall sein, klickt ihr auf das kleine Pfeilchen, wählt USA an und dann sollte es genauso aussehen wie bei ihm. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Andreas. Es geht weiter mit unserem TradingView Tutorial. Ich bin Andreas von Börse und Co. Einfach erklärt. Wer hier gerade zum ersten Mal vorbeischaut, findet ihr den Link zum Beginn unserer Serie. Für diejenigen, die jetzt TradingView doch schon in der kostenlosen Version länger ausprobiert haben und sich entschließen wollen, auf ein Abo abzugraden, auf ein kostenpflichtiges, könnt ihr auch gerne unseren Link unten in den Show Notes nehmen. Ihr bekommt $15 Nachlass auf die erstmalige Buchung. Unser heutiges Thema: Kurse und Assets vergleichen innerhalb eines Charts. Warum sollte man das tun oder warum kann man das tun? Dafür gibt es mehrere Anlässe und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir probieren einfach mal, dass wir hingehen und ziehen uns einen Indiz mit rein in den Chart. Ja, wir haben jetzt hier die Alphabet Google geöffnet. Ziehen wir uns doch einfach mal den Indiz mit rein. Und zwar hier oben auf diesem kleinen Plus. Wir anfangen zu schreiben. Da reicht schon S und P. Indiz ist vorausgewählt. USA. Dann haben wir auch hier schon, da sehen wir, Index. Und jetzt sehen wir können die gleiche Skala, das hier ist die Skala, wir können die gleiche Skala nehmen und zwar in Prozent, weil der Index natürlich eine ganz andere Preisrange hat, wie jetzt die Aktie. Deshalb ist ein Vergleich eigentlich in Prozent wesentlich einfacher. Oder allerdings, wir können auch hingehen, eine neue Skala. Ja, wenn wir jetzt neu anwählen, dann sehen wir, hier beginnt jetzt quasi die Skala vom S&P 500 Index. Sehen wir als leicht rosa Linie. Können aber auch hingehen, wir nehmen das wieder raus, den Haken. Wir können sagen, auf die gleiche oder in einem neuen Bereich. Neuer Bereich wäre dann separiert. Aber wenn, dann will ich es doch meistens schon gern auf der gleichen Skala haben. Wir schließen. Wir haben jetzt hier eine Linie, hier einen Kerzenchart. Das können wir natürlich anpassen. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Möglichkeiten, auch innerhalb vom SPX. Ja, wir können jetzt hier in die Einstellungen reingehen, sehen erstens mal beim Stil, welche Linie, welche Farbe, und es bezieht sich immer auf den Schlusskurs des jeweiligen Timeframes, des Zeitintervalls. In dem Fall haben wir einen Tag angewählt. Wir könnten hier auch ein anderes Symbol anwählen, Linie. Wir können auch zum Beispiel die Step-Linie nehmen, wo wir das Auf und Ab deutlicher sehen. Das würden wir dann natürlich für die Google-Aktie ebenfalls machen. Und jetzt können wir uns einfach einen Überblick verschaffen, was hat der Index gemacht, ja, um wie viele Prozent ist der Index abgesackt. Wir wissen ja, aufgrund der News, der Zollankündigungen etc. hat sich ja viel bewegt und können das einfach mal so im Verhältnis sehen, was macht denn eigentlich die Aktie im Vergleich zum Index prozentual. Es gibt immer wieder auch Punkte, ja, wo innerhalb eines Tages der Index auch als Zugpferd dient, ja, zum Beispiel für Aktien, ja, wo der Index dann Aktien mitzieht. Da müsste man dann natürlich auch in ein kleineres Timeframe reingehen.
Da haben wir jetzt zum Beispiel hier, wo wir einen kurzfristigen signifikanten Anstieg hatten, ja, den wir hier im Index nicht gesehen haben. Klar, es ist ja keine 1:1 Abbildung, aber man will einfach schauen, ob das eigene Asset sich mit dem Trend entwickelt, und da eignet sich natürlich ein Abgleich mit einem Index. Für was könnte man sowas noch nutzen? Naja, ich kann da damit natürlich schauen, ob ich verschiedene Gegenläufigkeiten habe in unterschiedlichen Werten. Ich möchte mir 2 Aktien eben ins Depot holen und will absichern, dass die vielleicht sich eher gegenläufig entwickeln. Denn klar, ne, wenn die eine fällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere steigt. Oder ich möchte wirklich 2 Punkte, die miteinander korrelieren, also in die gleiche Richtung laufen, was aber natürlich dann wieder bei zu hoher Disposition zu einem Klumpenrisiko führen könnte. Das alles, was ich aber hier, sage ich mal, zum Besten gebe, natürlich keine Anlageberatung, Empfehlung oder sonst irgendwas. Das sind rein subjektiv meine Gedanken, meine Einstellung und mehr nicht. Gut, wir schmeißen hier mal raus den Index, und zwar indem, dass wir auf den Mülleimer klicken. Wir fügen nochmal was hinzu und jetzt nehmen wir einfach nochmal eine andere Aktie. Nehmen wir mal Meta Aktie. Haben wir sie schon? Einziehen. Zu. So, jetzt haben wir die unterschiedlichen Linien, wo wir sagen, nee, komm, wir wollen ja auch die Linie. So, und dann können wir das besser vergleichen. Wir gehen auch hier wieder Timeframe. Wir vergleichen der Tagesansicht. Ja, und dann können wir schon auf den ersten Blick, und das ist natürlich der Vorteil, wir erkennen aufgrund der prozentualen Aufteilung, erkennen wir viel besser, wie die einzelnen Werte sich zur gleichen Zeit in etwa entwickelt haben, wie viel dass sie gestiegen oder gefallen sind. Wir haben aber natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit, und bevor ich die natürlich bringe, wie sollte es anders sein? Meine Bitte. Geht hin, wenn ihr unseren Kanal mögt, liked dieses Video, Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, empfehlt uns weiter, kommuniziert unseren Kanal und gerne natürlich auch in den Bemerkungen alles, was euch interessiert, was euch bewegt. Die Interaktion ist uns wichtig, ihr seid uns eine Hilfe und es freut uns natürlich, wenn wir dazu beitragen können, euch vielleicht das ein oder andere Wissen zu vermitteln und unser Kanal eben auch gut angesehen ist und gemocht wird. Zurück zum Doing. Was können wir noch? Und jetzt sage ich, für mich persönlich wird es dann auch einfach richtig interessant. Denn warum? Wenn wir, nochmal von vorne, wenn wir hier oben die 3 Punkte klicken, dann haben wir die Möglichkeit, die Finanzmetrik hinzuzufügen. Da klicken wir jetzt mal an. Und jetzt sind wir hier in den Finanzdaten. Ja, da haben wir die Einkommensaufstellung, Bilanz, Cashflow, Statistiken. So, und da können wir, wie ich immer sage, vielleicht ein Tee, ein Bier oder eine Ein-Mann-Grillparty, sich mal bei Gelegenheit hinsetzen, gemütlich was essen, was trinken und sich das da mal alles reinziehen, was man da so als Auswahlmöglichkeiten hat. Man, es ist wie mit allem, ja, man braucht nicht alles, man braucht meistens sogar doch relativ wenig von all dem, aber wer weiß, wir Menschen sind unterschiedlich, wir screenen unterschiedlich und wir bewerten Dinge unterschiedlich, und so bedarf es unterschiedlicher Informationen. Wir gehen jetzt einfach mal hin. Wir können das auch über die Schnellsuche, wo wir einfach mal sagen, komm, wir machen doch einfach mal den EBIT, zwar vierteljährlich, und dann sagen wir noch die Verbindlichkeiten, ebenfalls vierteljährlich. Und jetzt haben wir natürlich schon mal ein wesentlich intensiveres Bild. Ja. Wir sehen hier nicht nur 2 Kursverläufe, wie sie zueinander, sage ich mal, stehen, wie sie sich in den einzelnen Zeitperioden verhalten haben, sondern wir können das natürlich auch mit Wirtschaftsdaten
mit klaren Zahlen, Daten, Fakten nochmal gegen abgleichen. Sehen also auch hier, ja, die kann man auch ein bisschen größer machen, einfach schnappen und ziehen. Kann so 'n Punkt auch einfach zuklappen, dann später wieder auseinanderklappen. Ja, und dann können wir hier ganz nüchtern auch, vergleichen, ja. Wie waren denn die Verbindlichkeiten? Da haben wir die untere Linie. Das Helllila ist Meta, das Dunkle ist Alphabet und dann kann man ganz klar abgleichen: Okay, wie viel Verbindlichkeiten waren wann zu welchem Punkt? Wenn's dann da 'n bisschen übereinander lappt, ja, dann muss man halt noch 'n bisschen mal kurz rausziehen. Ui, das hängt aber stark aufeinander. Jetzt müssen wir einfach weiter reinzoomen. Ja, und dann kann man das eben vergleichen und, hat dann einfach auch mehr Information der fundamentalen Art, wie zum Beispiel diese 2 Unternehmen, diese 2 Aktien, ja, im direkten Vergleich sind. Nicht nur rein kurstechnisch, sondern eben auch auf fundamentaler Basis. Auswahlmöglichkeiten gibt's genug. Das heißt, es gibt genügend Dinge, die man ausprobieren kann, ja, um sich nach und nach seine eigenen Suchschemas und Vergleichsschemas aufzustellen. Ebenso natürlich interessant, wenn ich zum Beispiel eine Watchlist habe, wo ich 5, 6, 7 Unternehmen aus dem gleichen Sektor habe, aus der gleichen Branche. Ja, dann kann ich die alle hier quasi mit reinziehen in einen Chart, kann dann die dementsprechenden Finanzmetriken noch mal miteinander abgleichen. Und, da es eben im gleichen Chart ist, auf prozentualer Ebene, ist es fürs Auge, finde ich, für einen Ersteindruck einfach eine super Möglichkeit. So, das war's für heute. Ich bedanke mich für euer Interesse, freue mich aufs nächste Mal, hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, eine gute Zeit, gute Trades. Tschö.